Für Herrn Jean-Claude Juncker haben gestimmt 422. Ich darf Ihnen im Namen des gesamten Hauses, Herr designierter Kommissionspräsident, von Herzen gratulieren, Ihnen viel Erfolg wünschen und freuen Sie sich über die, die Sie unterstützen, aber freuen Sie sich auch über Ihre Gegner. Ohne Gegner kein eigenes Profil. Dass Sie dies haben, haben Sie allerdings heute bewiesen. Von ganzem Herzen, Jean-Claude Juncker, Glück auf für Ihre zukünftige Arbeit. J'ai toujours plaidé pour un Spitzenkandidat, une tête de liste, parce que cela permettait, me disais-je, non pas de personnaliser, mais de visualiser un des enjeux de la campagne électorale, et un des enjeux était de savoir qui et comment on allait nommer président de la Commission. Spitzenkandidat. Spitzenkandidatin. Spitzenkandidat. Spitzenkandidat. EU presidency and to all the leaders of Europe. Spitzenkandidat, top candidate. The simple German compound noun becomes a symbol of European democratic reform. Never since the EU's creation in 1957 do 5 candidates vie for the post of President of the European Commission. This time, the appointment doesn't depend on agreement between the EU's now 28 heads of state and government, as before, but on the results of the polls. And for the first time, Europeans discover televised presidential debates. Where is European Union? 3 of them, all crossing national borders. The Greek Alexis Tsipras for the left, the German Ska Keller for the Greens, another German Martin Schulz for the Socialists, the Luxembourger Jean-Claude Juncker for the Christian Democrats, and for the Liberals, Belgian Guy Verhofstadt. Wir haben das langfristig konzipiert, es war auch Teil unserer Kampagne, die 1,5 Jahre vor dem Wahltermin entschieden worden ist, wo wir gesagt haben, this time it's different, choose who's in charge, also dieses Mal ist anders. Der Bürger soll die Möglichkeit haben auszuwählen, nicht nur wie das Parlament zusammengesetzt ist, sondern auch wer die europäische Exekutive, also die Europäische Kommission führt. War ja ursprünglich mal eine Idee der CDU. Es gibt einen CDU-Bundesparteitagsbeschluss, glaube ich, von 97 oder sowas, wo die beschlossen haben, wir wollen, dass bei der Europawahl ein Spitzenkandidat antritt, der dann Kommissionspräsident im Fall des Wahlerfolgs. Das ist ein uralter CDU-Beschluss. Josef Daul, long-standing and well-connected EPP leader. So where in his view did it all start? Le mot Spitzenkandidat, c'est déjà une vieille histoire au PPE, 2001, 2002. À Laeken, des discussions étaient déjà sur l'évolution de l'Europe. Donc il y avait déjà cette discussion en disant il faut donner une image et une figure à l'Europe. Deuxièmement, si le Parti socialiste s'engage dans cette discussion et dans ce projet du Spitzenkandidat, c'est gagné. C'est que effectivement, nous sommes partis maintenant pour le Spitzenkandidat. Et la personne de Martin Schulz, en plus, très politique, très engagée, je crois que ça nous a beaucoup aidé pour mettre en place le système du Spitzenkandidat aux dernières élections européennes. The Liberals, Greens and the Left join the initiative, but Mr. Schulz it is who's credited above all, outside of the Brussels political circuit too. In his book, History of the West, the German historian Heinrich August Winkler identifies him as the force bringing the Spitzenkandidat system into being. The very idea of the Spitzenkandidat is taken up again in 2013 and 2014 as political parties prepare for the European elections. 5 parties organise primaries to elect their chosen one. For the Socialists, it's Martin Schulz, President of the European Parliament, selected in October 2013. The following year, in March, less than 3 months before the elections, the centre-right European People's Party is the last to take the plunge at their convention in Dublin. Face-to-face, former European Commissioner Michel Barnier and former Luxembourg Prime Minister Jean-Claude Juncker. Mr. Juncker it is who wins the contest. Wir werden diese Wahlen gewinnen, dafür garantiere ich.
embarking on a whirlwind pre-election campaign tour across Europe. On the one hand, we have really a genuinely new European process where pan-European candidates go around different countries, debate with each other, give interviews in other countries' national media. Yet at the same time, we also face the limitations of that due to language, due to name recognition, due to the established political forces within each member state. Let that be no hindrance to politicians who've got votes to win. The Spitzenkandidaten go on tour in 28 member states. We as leading candidates, we were the face of the European dimension of this election. It is very complicated to be known all over Europe. I mean, it's a big continent. We have so many different member states. You have to be able to speak in different languages. So it really is not easy. But I do think this can only have been the first step. It's election time. Thrust under the spotlight in a spectacle new to the whole process of electing the European Parliament, the televised debate, a chance under equal conditions for all, for the candidates to win the hearts and souls of Europe's notoriously reluctant voters. Moi, j'aurais préféré des entretiens, des dialogues, des véritables échanges, ce qui ne peut pas se faire à 5 ou à 6. Το γεγονός ότι επέλεξα και εγώ και ο σημερινός πρόεδρος, ο κ. Juncker, να μιλήσουμε στη γλώσσα μας, ήταν μια κίνηση, μια επιλογή που τιμά το θεσμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Διότι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συναντιόνται διαφορετικοί λαοί με διαφορετική γλώσσα. This leading candidate issue brought a European debate to the European level, and I really felt it resonated in different countries. Sure, that was also varying from country to country, but still it really brought a European dimension to the nationals' campaigns. What did it all add up to? The press loves a spectacle, no doubt about that. And there was one. An institution, the European Parliament, previously held by many as rather staid, rather distant, shaking things up. Au moment de communiquer les résultats, en 2009, je suis intervenu à l'hémicycle devant un public qui était par sa majorité des fonctionnaires. Le 25 mai 2014, à l'hémicycle, je suis devant des centaines de journalistes. Le bâtiment, la salle, elle est pleine à craquer de journalistes qui sont là de la même façon qu'ils seraient dans la salle des résultats des élections nationales dans un État membre de l'Union européenne. C'est peut-être la façon la plus graphique de faire la différence entre l'intérêt des élections de 2009 et l'intérêt des élections de 2014. Although overall turnout was down a shade on the previous election, the results threw up plenty of surprises, some none too palatable to Europe's politicians on the centre-left, centre-right or in the middle. A sharp rise in political extremism on the left as well as the right. A decline in the vote for the Christian Democrats of the EPP, though the Conservatives in the ECR group increased their share. None of it exactly sea changes in the way Europe operates, but the fuse was lit. The European Council, however, seemed reluctant, or slow, or both, to wake up to the new reality. Usually it's now 28 heads of state and government meet directly after the elections to thrash out who will get the Commission's top job, and after that to influence the Commissioner posts. This time it was different. Some grumbled about what they felt was a power grab from democratically elected member state leaders. Most eventually came to accept the Spitzenkandidat procedure, but not before an almighty struggle over Jean-Claude Juncker. Britain's Prime Minister David Cameron believed he had the support of Angela Merkel, Europe's leading Christian Democrat, and the Swedes in opposing the appointment. It looked like the carefully prepared procedures of the Spitzenkandidat system were starting to unravel. Die Bundeskanzlerin berichtet Ihnen jetzt über diesen informellen Rat der Staats- und Regierungschefs. Es ist ja offensichtlich, dass keine der Parteigruppierungen, obwohl die EVP die stärkste Kraft geworden ist und Jean-Claude Juncker unser Spitzenkandidat für den Kommissionspräsidenten ist, keine
der Parteien eine eigenständige Mehrheit im Europäischen Parlament hat. Und deshalb müssen wir sicherlich auch ein breiteres Personaltableau diskutieren, um zu einer Gesamteinigung zu kommen. Wir haben Jean-Claude Juncker für das Amt des Kommissionspräsidenten nominiert. Und die ganze Agenda kann von ihm, aber auch von vielen anderen durchgesetzt werden. Daran habe ich gar keinen Zweifel. Ich meine, wir erleben alle, dass Politiker nach den Wahlen manchmal etwas anderes tun als vor den Wahlen. In komplizierten Sachfragen kann man das auch immer hinkriegen. Da gibt es Zwänge, Koalitionszwänge und so weiter. Aber bei so einer einfachen Frage, stehe ich hinter meinem Spitzenkandidaten oder nicht, da kann man das nicht machen. Das ist dann eine so offenkundige Lüge, das hält kein Politiker durch, Gott sei Dank. Que les Britanniques, que les Suédois disent après les élections, nous n'étions pas d'accord avec cette idée de tête de liste, n'est que cohérent et conséquent que d'autres envisageaient à un moment de ne pas tenir compte du résultat des élections européennes, fut une surprise, mais pas une très grande surprise, parce que ceux qui étaient soupçonnés de ne pas vouloir tenir compte du résultat des élections m'avaient fait savoir que tel n'était pas le cas. I felt very disappointed by that because we've been doing this campaign. It was clear from the outset that whoever wins will have the first shot at trying to find a majority, and that's exactly what we were striving for. So absolutely, I mean, Juncker is from a different political party. I didn't support him as a candidate, but I absolutely supported his right to be the first to try and find a majority. Αυτή ήταν η κορυφαία εκδήλωση του δημοκρατικού ελλείμματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταδεικνύει το πόσο λίγο πιστεύει η σημερινή ευρωπαϊκή ηγεσία στη δύναμη των πολιτών, στην ίδια τη δημοκρατία. Και όσο αποξενώνεται από την δημοκρατία όμως, τόσο θα παίρνει επιλογές που θα την απομακρύνουν από τους ίδιους τους πολίτες. Großer Fehler. Als ich das gehört habe, habe ich gesagt, jetzt machen sie einen echten Fehler. Und das war ja auch so. Der Sturm der Entrüstung, der durch die Medien gegangen ist, Deutschland in besonderer Art und Weise, der war ja, den habe ich in dieser Form noch nie erlebt. Da haben die Medien zum Beispiel, finde ich, für die Demokratie entscheidende Rolle gespielt. Dass Journalistinnen und Journalisten sagten, also das kann ja wohl nicht sein. All die Regierungschefs, die da sitzen, haben als Parteichefs auf ihren Parteikonventen die Kandidaten aufgestellt. Als Regierungschefs sagen, das interessiert uns aber nicht. Das geht nicht. En regardant un peu comment certains médias étaient en train de réagir aux déclarations des uns et des autres, je me suis dit que, bien évidemment, il y aurait une bataille politique assez dure pendant quelques semaines, mais que c'était clair que le Parlement n'accepterait jamais un candidat qui ne serait pas sorti de la short list des Spitzenkandidaten. One of the key players in the resolution of it all wasn't a politician but a journalist, Rolf-Dieter Krause, Brussels correspondent of ARD, flabbergasted at what he saw. He said as much on air in a broadcast that was subsequently widely shared in the social media. Das ist mir noch nicht passiert, dass ich der Bundeskanzlerin in einer Pressekonferenz gegenüber saß und so langsam die Fassung verlor. Denn Frau Merkel plant in aller Offenheit einen Betrug. Betrug nicht im Sinn des Strafrechts, aber politischen Betrug. Betrug an Ihnen, den Wählern. Jahrzehntelang haben die Parteien uns angebettelt, bei der Europawahl wählen zu gehen. Sie mussten betteln, weil nicht so recht klar war, über was wir Wähler da entscheiden sollten. Die Spitzenkandidaturen waren ein politisches Versprechen. Wenn das gebrochen wird, muss sich niemand wundern, wenn die Bürger sich von Europa abwenden. It was very good that he did that statement because the German media has been unfortunately very quiet about the leading candidate process. There was no transmission of the debate. It was very, very silent. Das ging ihm auch persönlich gegen den Strich. Da hatte ich den Eindruck, dass seine Ära als Vermittler von Informationen an die Öffentlichkeit berührt worden war. And then the writing was on the wall. Mr. Cameron found himself isolated, any thought of consensus with Mrs. Merkel evaporating. What did the man at the centre of events make of it all? Madame Merkel était la première des responsables politiques du PB à m'avoir demandé de me porter candidat, en novembre 2013. Et donc je savais qu'elle tiendrait parole, donc je n'ai jamais eu, ne fût-ce qu'un seul moment de doute là-dessus. Der Jean-Claude Juncker ist halt auch ein Parteipolitiker. Und dass er jetzt im Nachhinein, wo ihm Sozialdemokraten gegen viele Christdemokraten zum Erfolg verholfen haben,
sich bedankt bei der CDU-Vorsitzenden und Bundeskanzlerin. Das nehme ich ihm jetzt am Ende nicht übel, aber es ist eine sehr bemerkenswerte Darstellung der Historie. I firmly believe in the principle that the European Council should be the one to propose the candidate. I believe that by working together we could have found an alternative candidate who commanded the support of every member state, agreeing together on the best way forward. This is a bad day for Europe. It risks undermining the position of national governments, it risks undermining the power of national parliaments, and it hands new power to the European Parliament. C'est une petite tempête, et je comprends M. Cameron. M. Cameron a dit il n'y aura jamais ni Tusk ni Juncker. Mais quand vous êtes tout seul, à 28, attention, en ne faisant que du phasing out, vous allez vous exclure vous-même. Et si vous n'êtes plus à l'intérieur du débat et que vous demandez des exclusions partout, à la fin vous êtes exclu et plus personne ne fera attention à vous. Ich glaube, dass die Entscheidung für Jean-Claude Juncker eine ist, die uns einen Kommissionspräsidenten gibt, der über europäische Erfahrung verfügt und der auch, so hat er es uns auch noch mal in den letzten Tagen immer wieder gesagt, auf die Wünsche der einzelnen Mitgliedstaaten genauso natürlich wie auf die Wünsche des Parlaments eingehen wird. Some British newspapers rally behind the Prime Minister, fearing the possibility of a prominent federalist running Europe's executive if the appointment is confirmed in Parliament in July. Eine Revolution ist es nicht, aber es ist eine beträchtliche Veränderung des Gleichgewichts oder die Wiederherstellung des Gleichgewichts zwischen Gemeinschaftsinstitutionen und nationalen Institutionen. Beaucoup d'observateurs disent que le président de la Commission dispose maintenant d'une légitimité plus forte que tel ne fut le cas auparavant. Je veux bien le croire et je le crois, mais le président de la Commission n'est pas le seul à représenter les citoyens de l'Union européenne. Les premiers ministres des parlements nationaux, du Parlement européen, eux aussi représentent les citoyens européens. Je n'ai pas le monopole de la représentation citoyenne. Well, the treaties are very clear that the parliamentary election results have to play a role. And of course, you can make up any interpretation about what that means, but if they are to play a role, that also means that whoever wins the elections has the first shot. Ήταν πράγματι αναγκαίο σε αυτή την κρίσιμη χρονική στιγμή να εκφραστεί σε κεντρικό επίπεδο στην Ευρώπη η διαφορετική φωνή στην κυρίαρχη πολιτική της λιτότητας. Έδωσαν στο εσωτερικό της χώρας την πεποίθηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια ευρωπαϊκή δύναμη. Δεν είναι ο παρείας της Ευρώπης, είναι μέσα στο ευρωπαϊκό παζλ με μια υπολογίσιμη φωνή, αντίθετη βεβαίως από την κυρίαρχη σήμερα φωνή. Also ich glaube, dass die europäischen Bürger sich diese erweiterte Mitsprache, die sie jetzt gewonnen haben, nämlich nicht nur die Zusammensetzung des Parlaments zu bestimmen, sondern auch Einfluss zu haben auf die Exekutive, die ja eine Exekutive ist, die zunehmend auch ihr Alltagsleben mitbestimmt. Das heißt, diese Exekutive in ihrer Führung muss direkt zurückgebunden werden an ein Bürgervotum. Das ist ein erster Schritt. Ich bin zum Beispiel sehr sicher, dass bei der nächsten Europawahl bereits Ende 2018 es Wettbewerbe in den europäischen Parteifamilien um diesen Job gibt. Weil die Leute jetzt kapiert haben, wer den Kandidatenjob kriegt, hat die Chance, Kommissionspräsident zu werden. Ohne dass das hinter verschlossenen Türen ausgekungelt werden muss, sondern durch den Wahlkampf entschieden wird. Das wird die Attraktivität der Kandidatenauswahl und des Kandidatenstatus steigern. Ich glaube, wir sind am Anfang und in den Ländern, die sich nicht beteiligt haben, war die Wahlbeteiligung niedrig. In den Ländern, wo der Wahlkampf stattgefunden hat, ist die Wahlbeteiligung nach oben gegangen. Meine Damen und Herren, mit der Bekanntgabe des jetzigen Wahlergebnisses geht ein Prozess vorläufig zu Ende, der ganz ohne Zweifel von Ihnen allen oder zumindest von den meisten von Ihnen als ein historischer Prozess bezeichnet worden ist. Das Resultat dieses Prozesses ist der nächste Präsident der Europäischen Kommission, der wie kein anderer parlamentarisch gestärkt in sein Amt gehen wird. Ihre Wahl, meine Damen und Herren, werde ich in einem Rechtsakt, den ich unterschreiben muss, feststellen und werde das Ergebnis dieser Wahl Ihnen aushändigen. Herr Juncker, Herr Präsident, es ist nicht nur ein Gebot der Höflichkeit, dass ich dem von Ihnen vorgeschlagenen Prozedere
gerne zustimmen. Aber bitte schicken Sie eine Kopie an alle.